Hi, ich bin Laura und zusammen mit André, der gerade hinter der Kamera steht, wohne ich seit 2 Jahren in diesem Bus. Und wir wollten schon lange eine neue Vantour drehen, weil wir im letzten halben Jahr so einiges renoviert haben. Und wir freuen uns riesig, die heute mit euch zu teilen. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich rein. Ist nämlich ziemlich windig draußen. Und wir freuen uns, euch unser kleines Zuhause zu zeigen. Und bevor es mit der Tour losgeht, an alle, die uns noch nicht kennen, das hier ist die Luni und die haben wir seit 1,5 Jahren ungefähr. Wir haben sie in Bosnien auf unserer Reise im Tierheim adoptiert und ja, sie ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Vans. Bevor wir jetzt hin ins Detail gehen, zeigen wir euch erstmal ganz kurz, was wir für ein Auto haben, und das zeige ich euch am besten hier vorne. Wir haben einen Mercedes-Benz 407D, aka Düdo, von 1986. Das heißt, der ist 35 Jahre alt, der ist älter als ich und der ist auch älter als Laura. Also ein gutes Schmuckstück. Er hat mittlerweile 81.000 Kilometer runter, wir haben ihn bei 43.000 Kilometern gekauft. Und wir haben hier vorne nicht nur den Fahrerbereich, sondern wir haben hier auch so ein paar, ja, Verstaumöglichkeiten geschaffen. Und zwar haben wir einmal hier vorne eine Ablage für unsere Actioncam, um während der Fahrt auch mal was zu filmen. Und dann haben wir jeweils an den Türseiten hängen unsere Rucksäcke und unten im Fußtritt sind immer noch so ein paar Schuhe verkramt. Und aktuell lagern wir hier noch 2 Wasserkanister, um einfach so ein bisschen noch mehr Wasser zu haben, damit man sich auch mal duschen kann. Und ja, das ist hier so mein Reich. Ja, und obwohl ich das Auto eigentlich auch fahren könnte, dürfte und eigentlich auch möchte, sitze ich meistens hier auf dem Beifahrersitz. Ich habe es mir bequem gemacht mit einem Kissen und ja, ich habe hier sehr gemütliche Stunden beim Autofahren. Du fährst immer, wenn ich Drohne steigen lasse. Ja, ich fahre dann immer mal so 5 Minuten im Jahr, wenn André die Drohne steigen lässt, während wir Auto fahren. Genau, was wir hier noch haben, jeder an seiner Seite hat so 2 Kleiderhaken für Jacken. Hier bei mir hängt meistens noch die Kopflampe für André, wenn er abends nochmal mit Lunchen rausgeht und es schon dunkel ist. Ich wollte gerade kalt sagen. Und unter meinem Sitz ist noch ein Korb voll mit Hundesachen. Also da ist alles drin, Leine, Kaustangen, Geschirr, ein Handtuch zum Füße sauber machen. Und genau, das ist da gut verstaut. Und dann haben wir noch hinter unserer Sitzbank, zu der wir gleich kommen, eine Verstaumöglichkeit für Bücher. Und dann haben wir hier noch so einen lustigen Pinsel, weil wir haben halt keinen Staubsauger und hier vorne sind so viele kleine Ecken und die fegen wir dann einfach immer mit diesem Pinsel aus. Tricky, tricky. So, hier fängt es direkt an mit unserer Sitzecke. Und zwar haben wir uns für so eine L-förmige Sitzecke entschieden. Und was neu ist seit der Renovierung, ist dieser Tisch. Und wir sind richtig happy. Wir hatten vorher keine richtige Tischlösung. Und hier dieses Gestell, was wir jetzt haben, das ist super praktisch. Wir verlinken das auf jeden Fall in der Infobox. Wir werden da auch oft nachgefragt auf Instagram. Und ja, an dem Tisch essen wir, arbeiten wir, trinken wir Kaffee, machen wir eigentlich alles Mögliche. Und genau, die Sitzecke bietet auch noch eine Menge Stauraum, was super praktisch ist. Und hier vorne ist ein ganz wichtiges Gadget, und zwar unser Kühlschrank. Ja, er ist nicht so groß, aber es reicht. Also es ist erstaunlich, mit wie wenig Platz man auskommt. Hier hat ja Laura gerade schon gezeigt, ist der Kühlschrank, und hier drunter befindet sich unser ganzes Stromsystem und ein bisschen Stauraum, aber das zeige ich euch jetzt mal genauer.
Ja, das Wichtigste in der Stromversorgung ist natürlich die Batterie. Wir haben hier eine Lithium-Batterie, 100 Ampere-Stunden, mit der kommen wir super aus. Eigentlich, wenn es nicht zu bewölkt und wir nicht zu lange an irgendeinem Platz stehen. Da kommen wir sonst super mit aus. Dann haben wir hier unseren Solarladeregler. Ganz klar, wir haben Solar auf dem Dach, das zeigen wir euch aber später nochmal. Hier ist unser Verteilerkasten für unser 12-Volt-System. Und hier, das ist ein Goldstück, und zwar ist das unser Votronic Ladebooster. Das heißt, während der Fahrt laden wir auch unsere Batterie auf, und das war für uns ein Gamechanger. Die haben wir erst irgendwann nachgerüstet. Seitdem haben wir eigentlich so gut wie keine Stromprobleme mehr, weil auch wenn wir an Orten sind, wie zum Beispiel in Norwegen oder Schweden, wo eben die Sonne nie wieder rauskam, gefühlt, haben wir eben trotzdem immer eine volle Batterie gehabt, weil wir eben viel gefahren sind. Und sonst haben wir hier noch ein Ladegerät, falls wir mal am Landstrom angeschlossen sind und die Batterie laden wollen. Und hier haben wir eben noch einen Wechselrichter auf 230 Volt. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Hier vorne haben wir dann noch so eine kleine Bücherkiste. Ja, Bücherkram, die wir gerade nicht lesen. Und hier ein ganz cooles Teil. Das zeigt ich euch jetzt gleich mal. Ja, auf unserer Sitzecke haben 3 Leute Platz. 2 können hier auf der langen Seite sitzen und eine Person kann hier noch auf der kurzen Seite sitzen. Und es ist immer ziemlich traurig, wenn wir mal zu viert im Bus sind, weil wir auch gerne mal Freunde hier haben, dass einer immer stehen muss, auf der Küche sitzen oder ähnliches. Und jetzt haben wir uns dieses Teil gekauft. Das ist so cool. Das ist einfach so ein Dreierhocker. Den kann man dann hier aufstellen. Und man kann einfach hier mit am Tisch sitzen. Das ist cool, oder? Eigentlich haben wir ja gedacht, wir haben hier so einen Puff gekauft, auch schon, so als Fußablage. Und wir dachten, hiermit kann man das machen. Der Plan hat nicht so ganz funktioniert, weil man dann nur so hier unten sitzen könnte, wie ein kleines Kind. Trotzdem lieben wir unseren Puff und ich zeige euch mal warum. Und zwar ist es nicht nur eine tolle Fußablage und sonstiges, Luna liebt es auch, da drauf zu liegen, sondern es ist auch noch Stauraum, denn dieser Puff ist komplett selbst befüllbar und wir haben da Winterjacken drin, noch eine dicke Fließdecke und es ist einfach mega praktisch, weil wir das alles in einem Dekoartikel verstauen können. Also super praktisch. So, und das letzte, was ich hier zur Sitzecke noch zeigen kann, ist unsere Lampe. Wir hatten vorher nur diese Deckenlampen und hinten am Bett Beleuchtung. Und irgendwie war die Deckenbeleuchtung immer zu hell und ohne Licht war es mir zu dunkel zum Essen. Darum haben wir hier jetzt noch eine süße kleine Lampe, an die André so einen Schalter gebaut hat, dass man die so cool einfach an- und ausmachen kann. Damals beim Ausbau hatten wir eigentlich schon richtig darauf geachtet, dass die Küche so das wichtigste Teil werden wird, weil wir wirklich gerne kochen und auch eigentlich jeden Abend frisch kochen. Und ich koche eigentlich hauptsächlich. Und damals war es uns schon wichtig, dass wir eben wirklich viel Platz haben. Und daran hat sich jetzt eigentlich auch nichts geändert seit dem Update. Was wir nur geändert haben, ist, dass wir ein Herd fest verbaut haben. Weil das war praktisch vorher so ein Hassding bei uns. Wir hatten immer die Gasflasche im Raum zu stehen, mussten dann diesen blöden Klappgaskocher aufbauen. Das sah immer unschön aus und der war halt auch echt nicht geil. Und das haben wir jetzt nachgerüstet. Wir haben jetzt einen fest verbauten Herd, das ist wirklich das Gold wert. Und wir haben einen Gaskasten, eine Gasflasche hier unten drin und wir haben diesen schönen Fliesenspiegel nachgerüstet. Hatten wir am Anfang ein bisschen Angst, dass er vielleicht nicht hält, aber jetzt nach mehreren tausend Kilometern mit wirklich sehr vielen Ruckelpisten können wir sagen, der hält super. Mit Silikon verklebt, 1A. Kann jeder direkt nachmachen. Dann, die Frage wird sehr oft kommen, die Wässer machen wir natürlich während der Fahrt ab. Was wir auch letzten Sommer nachgerüstet haben, ist dieser Oberschrank, der uns die letzten Nerven gekostet hat. Es ist echt nicht so einfach, so einen Oberschrank zu bauen. Jedenfalls war es das nicht für uns. Aber wir sind super zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben hier vorne erst so ein kleines Regalteil, weil wir nicht wollten, dass er zu wuchtig wird. Und das finden wir schon mal super schön mit Pflanze, Bluetooth-Box, Stauraum, unserem kleinen Schwedenpferd, was wir in Schweden gekauft haben. Und dann haben wir hier oben
einmal Gläser, Tassen, Weingläser, To-Go-Becher. Und hier hinten haben wir Kaffee und Tee, heiße Schokolade, unser Milchkännchen, French Press und unsere Frühstücksschüssel. Genau, alles mit Magneten einfach gesichert. Das hält auch super, ist uns noch nie aufgegangen. Und wie André schon meinte, wir fahren schlimme Straßen. Genau. So, dann hier unten. Hier unten drin haben wir einmal den Gaskasten. Der nimmt auch den meisten Platz hier drin weg. Hier drüber ist noch ein kleines Fach mit unseren Tellern, Schüsseln. Da hinten sind noch so Brotboxen. Hier ist unser Tupperware Multichef. Wir haben nämlich nicht genug Strom für so fancy Sachen wie einen Mixer oder Stabmixer. Darum machen wir das alles manuell. Und hier unten ist zum Beispiel noch unser Omnia Campingbackofen drin. Auch eine klare Empfehlung. Das Teil ist auch Gold wert. Feuerlöscher, Kakao, Chai, Gasmelder. Unsere Spiele sind hier unten drin. Genau, Skippo mag ich besonders gerne. Ziehe ich André mal ab. Und hier an der Tür haben wir noch unsere Deckel von den Töpfen befestigt. Einfach mit so Klebehaken. Ja, funktioniert auch super. Weiter geht's mit unserer einzigen Schublade. Die ist relativ groß. Hier haben wir Besteck drin, Kerzen, Müllbeutel, unsere Kniffel, Würfel, einfach so klaren Bienenwachstücher. Einfach alles mögliche an Kleinkram. Hier unten ist dann die nächste Schublade. Hier steht einmal noch der Topf mit Essensresten, weil wir kochen meistens für 2 Tage und dann stellen wir den Topf einfach hier auf unsere Gewürzkiste drauf und dann passt das auch während der Fahrt. Ganz früher, bevor wir Luna hatten, haben wir den Topf immer in den Fußtritt vom Bus gestellt, aber das ist uns jetzt zu gefährlich. Nicht, dass Fräulein auf die Idee kommt, sich an unserem Essen zu bedienen. Genau, ansonsten sind hier Lebensmittel drin, hier unten noch Töpfe, unser Wasserkocher und Frühstückssachen. Also ja, einfach so Küchenzeug. So, und in der letzten Schublade verbirgt sich dann einmal unser Abwasserkanister und noch ein bisschen mehr Stauraum. Also wir haben hier Gemüse, Öl, Hundefutter und eine ganz coole Sache, unsere Wasserfilter. Und zwar haben wir hier ja, 2 Filter, die alles Schlechte aus dem Wasser rausfiltern, sodass wir einfach aus der Leitung trinken können. Und da hat André sich was ganz Cooles ausgedacht. Das zeige ich euch nochmal kurz. Und zwar ist die Kaltwasserleitung gefiltertes Wasser und die Warmwasserleitung ungefiltertes Wasser. Wir haben nur kaltes Wasser, darum sind die Leitungen jetzt so genutzt, also ungefiltert und gefiltert. Unser Klo. Das ist unsere Toilette, unser Kloraum. Fangen wir mal vorne an. Laura, André, damit wir nie vergessen, wem welcher Waschlappen gehört, weil wir sind Team Waschlappen. Weil im Van kann man sich jetzt doch nicht so oft duschen, wie man es gerne würde. Deswegen, vor allem, wenn man keine Dusche hat. Vor allem, wenn man keine Dusche hat. Also wir haben eine Outdoor-Dusche, zeigen wir vielleicht später auch noch. Sind halt Waschlappen mindestens genauso gut. Genau, hier drinnen haben wir ein kleines Regal, nochmal mit ganz vielen Badutensilien. Das hier hinten ist meins, alles andere ist Lauras. Und ja, hier ist halt auch so Zahnpasta-Zeug, Zahnbürsten. Dann hier unser kleiner Schrein, Have a nice poop, ne, damit man das auch nie vergisst, wenn man auf dem Klo ist. Und hier unten ist unser Klo. Wir haben eine Trockentrenntoilette, will ich euch jetzt nicht zeigen, weil wir haben den Eimer schon lange nicht mehr geleert. Das ist einfach eine Toilette, die praktisch das Große vom Kleinen trennt. Wir haben da einen Kanister drunter und einen Eimer. Und in dem Eimer ist ein Müllsack und den Müllsack machen wir mal zu und entsorgen ihn im Hausmüll. Ganz einfach. Dann haben wir hier immer noch Streu drin. Der kommt dann eben aufs Große. Und ganz wichtig, Leute, baut euch einen Lüfter dazu ein. Den haben wir nachgerüstet, erst jetzt im letzten Sommer. Vorher hatten wir ein Jahr lang keinen Lüfter und es hat schon extrem gestunken. Der Lüfter ist nicht immer zu 100% hilfreich,
aber schon, würde ich sagen, zu 99%. Also zu 99% aller Fälle riecht man hier drin eigentlich gar nichts. Und das ist einfach wirklich ein super einfacher PC-Lüfter, 12 Volt. Der läuft einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche durch und zieht immer alles raus. Also das ist echt ein geiles Teil. Und sonst hier auf der anderen Seite haben wir nur noch unsere Handtücher zu hängen, unsere Klorolle. Und das war's hier aus dem Kloraum. Viele Leute denken immer, wir haben hier einen Kloraum und hier eine Dusche, aber das hier ist einfach unser Kleiderschrank. Und zwar haben wir hier super viel Stauraum. Wir haben einmal hier auch unseren Spiegel festgemacht mit Patafix. Patafix ist auch der Shit für den Van. Das klebt wie Hölle. Ich habe hier 2 Fächer und André hat einfach. Und hier unten haben wir noch unseren Wäschekorb und eine Technikkiste. Und hier einfach noch so ein bisschen unsere Trinkflaschen mit so einem Gummiband einfach befestigt. Und das ist wirklich super viel Platz. Also es ist richtig tief. Mein ganzer Arm passt da rein. Es ist echt viel Stauraum und das ist schön. Das hier ist auch eine Sache, die wir jetzt erst im letzten Jahr neu eingebaut haben. Und zwar ist das diese kleine Höhle für Luni. Und zwar hatte sie vorher nie so richtig ihren eigenen Platz. Und wenn sie hier im Gang lag, dann war sie im Weg, weil wir die Türen aufmachen mussten. Und sie wusste irgendwie auch nicht so richtig, wohin mit sich. Und jetzt haben wir ihr diese kleine Höhle gebaut, wo ihr Körbchen drin liegt. Und sie liebt einfach diese Höhle. Es ist so süß. Wirklich, ja, sie liebt sie über alles. Und es ist irgendwie mega schön, dass wir ihr so einen kleinen, sicheren Safe Space geben konnten, wo sie sich drinnen wohlfühlt. Und ja, wir hatten vorher Stauraum, der ein bisschen verloren gegangen ist. Aber wir haben hier oben trotzdem noch eine Schiebetür mit ein bisschen Krimskrams. Also da sind Küchenhandtücher, Waschlappen, ja, Medizin ist da noch drin, irgendwie Ersatzhandtücher, alles sowas. Es ist relativ viel Stauraum, man kommt nicht so gut ran, aber das sind halt alles Sachen, die man einfach nicht so oft braucht. Und, oh, das Teil ist auch geil. Das ist unser Fusselrasierer. Damit sehen eure Sachen aus wie neu. Die ganzen Fussel gehen weg, also eigentlich auch gut fürs Vanlife. Hier hinten ist unser fest verbautes Bett. Das ist ein 1,40 x 1,85 Meter großes Bett, wo wir eine 1,40 x 2 Meter Matratze reingequetscht haben. Wir haben das einfach mal versucht. Wir dachten, bevor wir die zerschneiden, probieren das zu quetschen. Und es hat ganz gut geklappt. Also wir haben gar keine Probleme. Die ist super bequem. Und ja, ansonsten haben wir hier hinter den Kissen noch ein paar Sachen versteckt. Und zwar haben wir hier noch 2 USB-Steckdosen, die kann man hier an- und ausmachen. Unsere Lampen, also den Lichtschalter dafür. Dann haben wir noch eine 230 Volt Steckdose, unser Bedienpad für die Heizung, extra hier am Bett, damit, wenn es kalt ist, wir einfach die Heizung anmachen können, ohne aus dem Bett aufstehen zu müssen. Und hier hängt dann noch so ein Hängeorganizer, wo ja, Krimskrams, Ladekabel, Tagebuch, all sowas drin ist. Und was das Ganze eigentlich am allergemütlichsten macht, ist unsere Lichterkette auf dieser Seite. Die macht André mal für euch an. Die macht super schönes Licht. Das sieht man im Hellen jetzt natürlich nicht so ganz. Und da waren wir richtig tricky unterwegs. Es ist eigentlich eine Lichterkette mit Stecker gewesen. Und dann hat André, und es war auch eine 24 Volt Lichterkette, und André hat dann mit so einem Konverter das irgendwie an unser Stromnetz angeschlossen, also den Stecker abgeschnitten und das dann mit diesem Konverter halt ans Stromnetz, und ja, darum haben wir jetzt einfach so einen kleinen Schalter am Lattenrost und haben so immer wunderschönes, warmes Lichterkettenlicht. Ich weiß nicht, ob man mich hört, weil der Wind ganz schön doll ist, aber wir haben hier oben 2 je 100 Watt Panels drauf. Wir haben die aufs Dach geklebt, weil wir ein bisschen Gewicht sparen mussten, und das ist auch eigentlich schon alles, was ich euch hier oben zeigen kann. Komm runter! Ja. Gut, hier will ich euch gar nicht so viel zeigen, weil hier eigentlich alles nur Stauraum ist, aber vielleicht so ein paar Key Features, die hier hinten verbaut sind. Und zwar ist hier unser Wassertank drin, der ist praktisch hinter den Kisten. Wir haben einen 74 Liter Wassertank, der
hält erstaunlicherweise echt lange. Also mit all unserem Wasser, wir haben ja auch immer noch mal 10 Liter Reservekanister dabei, kommen wir meistens locker 8 Tage hin, manchmal sogar noch länger. Also da kommen wir echt gut mit hin. Sonst sind hier so Wasserzubehörsachen drin, Stromkabel nochmal und eben unsere Outdoor-Dusche ist ja auch mit drin. Dann haben wir hier nochmal ein zusätzliches Solarpanel, weil wir haben auf dem Dach nur 200 Watt. Ist manchmal gerade im Winter ein bisschen wenig. Das heißt, wir haben hier nochmal zusätzlich 100 Watt. Die können wir dann ganz einfach unten ans Auto anschließen. Kann ich hier gerade mal kurz einblenden, wie wir das gemacht haben. Sehr cool. Dann sind hier unsere Vorratskisten. Also hier haben wir ganz viel Lebensmittel, nochmal sowas drin. Hier sind nochmal so ein paar Bücher und Lauras Bastelsachen und meine Ukulele. Habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Ja, wie läuft's, so? Nicht ganz so gut. Aber vielleicht ja im nächsten Jahr. Ist es April? Ja. Ja. Dann haben wir hier unsere Yogamatte. Wir machen ab und zu Yoga. Laura mehr wie ich. Und Campingtisch, Campingstühle. Und hier ist Lunas Hundevorratsbox. Die sieht jetzt gerade ein bisschen leer aus, weil wir out of Hundefutter sind. Aber normalerweise ist hier immer noch mal ein fetter 10 Kilo Sack Hundefutter drin. Und hier unten ist eine Werkzeugkiste. Weil mit so einem alten Auto hat man schon gerne immer was dabei. Und vor allem, man hat ja einfach sein Haus dabei. Das heißt, da ist wirklich alles drin. Vom Akkubohrer über Schraubenzieher. Also wirklich, wir haben fast alles dabei, was man gebrauchen könnte. Und dahinter, will ich euch einmal ganz kurz zeigen, haben wir noch eine zusätzliche Gasflasche und einen zusätzlichen Dieselkanister. Der ist meistens nicht voll, der ist eigentlich immer leer gefühlt. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass man den dabei haben könnte. Und sonst hier hinter den Stühlen ist noch unsere Heizung. Und das war's hier hinten eigentlich. Das ist unser Van mit allem drum und dran und ja, seit mittlerweile 2 Jahren reisen wir hiermit durch Europa und vom Reisemobil hat sich das in diesen 2 Jahren echt zu unserem Zuhause entwickelt und wir fühlen uns einfach pudelwohl, können uns momentan gar nichts anderes vorstellen. Und wir werden einmal alle Produkte, nach denen wir sowieso häufig gefragt werden, in der Infobox für euch verlinken. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Reise begleitet. Dafür müsstet ihr nur einmal auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr keine Abenteuer, die wir mit diesem Bus haben werden. Okay, bis dann und ganz liebe Grüße. Tschüss!